Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ich schon in meinem letzten Video angekündigt habe, zeige ich euch heute mein Rezept für eine richtig leckere Schokoladenmousse-Torte. Wenn ihr auch wie ich eher Liebhaber dunkler Schokolade seid und nach einem Rezept für eine nicht zu süße und nicht zu schwere Schokoladentorte sucht, dann solltet ihr dieses Rezept unbedingt mal ausprobieren. Die genauen Mengenangaben, Tipps und weitere Hinweise findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Zuschauen und lege gleich los mit der Vorbereitung. Als erstes bespanne ich den Boden der Springform mit Backpapier. Dann gebe ich Mehl, Stärke, Backpulver und Kakaopulver in eine Schüssel, vermische die Zutaten mit einem Rührbesen und fülle die Mischung in ein Sieb. Zum Schluss heize ich noch den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. Für den dunklen Biskuitboden gebe ich zunächst die Eier, eine Prise Salz und jeweils einen Esslöffel heißes Wasser pro Ei in eine Rührschüssel und schlage sie auf höchster Stufe auf. Besonders gut lassen sich die Eier aufschlagen, wenn sie frisch sind und Zimmertemperatur haben. Nach etwa einer Minute füge ich dann Vanillinzucker und Zucker hinzu und schlage die Eiermasse weitere 20 Minuten auf, bis sich das Volumen in etwa verdreifacht hat. Die Masse sollte dick und cremig aufgeschlagen sein und in etwa so aussehen. Ich mache das jetzt so, dass ich die Eiermasse zum Melieren in eine große Schüssel umfülle. Wer möchte, kann sie aber auch in der Rührschüssel lassen. Die Mehlmischung siebe ich nun in 3 Portionen auf die Eiercreme und hebe sie vorsichtig unter. Zum Unterheben nehme ich hier einen Löffel mit Loch. Ihr könnt aber auch einen Gummispatel verwenden. Zum Unterheben der Mehlmischung tauche ich den Löffel nun immer wieder am Rand der Schüssel in die Masse ein, fahre am Boden entlang und ziehe ihn auf der anderen Seite der Schüssel wieder aus der Masse heraus. Mit der anderen Hand drehe ich die Schüssel immer wieder ein Stück entgegen der Löffelbewegung. Auf diese Weise hebe ich dann noch die restlichen 2 Portionen unter. Sobald die Mehlmischung vollständig untergehoben ist, fülle ich die Masse in die vorbereitete Backform. Da Biskuit dazu neigt, in der Mitte höher aufzugehen als am Rand, schiebe ich nun mit der Teigkarte die Masse von der Mitte ausgehend zum Rand hin leicht hoch. Jetzt muss der Teig zügig in den Backofen und etwa 30 bis 40 Minuten backen. Nach etwa 30 Minuten könnt ihr mit einem Holzstäbchen prüfen, ob der Biskuit schon durchgebacken ist. Den Biskuit lasse ich zunächst in der Backform ein paar Minuten abkühlen. Dann löse ich den Biskuit mit einem Holzstäbchen vom Rand der Springform und stürze ihn auf ein Kuchenrost. Zum Schluss entferne ich noch den Boden der Springform und das Backpapier und lasse den Biskuit vollständig abkühlen. Wer möchte, kann den Biskuit auch schon einen Tag vorher backen und in Frischhaltefolie gewickelt im Kühlschrank aufbewahren. Für die Mousse hacke ich die Schokolade in kleine Stücke, damit sie später schneller schmilzt. Die gehackte Schokolade fülle ich schon mal in eine hitzebeständige Schüssel und stelle sie zur Seite. Die gut gekühlte Schlagsahne schlage ich steif und stelle sie ebenfalls zur Seite, also nicht in den Kühlschrank. Danach schütte ich den Zucker mit dem Wasser in eine kleine Pfanne. Das Zuckerwasser erwärme ich nun unter ständigem Rühren bei mittlerer Hitze, bis sich der Zucker aufgelöst hat.
Sobald der Zucker aufgelöst ist, höre ich auf zu rühren und lasse den Sirup weiter kochen. In der Zwischenzeit beginne ich damit, die Eier auf hoher Stufe aufzuschlagen. Der Sirup ist fertig, wenn er auf etwa 118 Grad erhitzt ist. Falls ihr kein Thermometer habt, dann könnt ihr die richtige Konsistenz mit einer Gabel testen. Der Sirup sollte beim Runterlaufen von der Gabel zwischen den Zinken eine Haut bilden. Den heißen Sirup gieße ich nun in einem feinen Strahl in die Eiermasse und schlage dabei die Eier auf höchster Stufe weiter auf. Danach schlage ich die Eier noch weitere 5 Minuten auf, bis eine luftige und cremige Masse entstanden ist, und stelle sie ebenfalls kurz zur Seite. Zum Schmelzen der Schokolade fülle ich eine Pfanne zur Hälfte mit heißem, aber nicht kochendem Wasser. In das Wasser setze ich nun die Schüssel mit der Schokolade und bringe sie unter ständigem Rühren zum Schmelzen. Sobald die Schokolade geschmolzen ist, nehme ich sie vom Wasserbad runter und lasse sie etwas abkühlen. Von der etwa handwarmen Schokolade mische ich zunächst nur 2 bis 3 Esslöffel in die Eiercreme, um die Temperaturen anzugleichen. Erst dann hebe ich zügig die restliche Schokolade unter. Da die Masse schnell dicker und fester werden kann, gebe ich sofort ein Viertel der Schlagsahne hinzu und lockere die Masse etwas auf. Die restliche Sahne hebe ich dann ganz vorsichtig unter, sodass eine lockere und homogene Mousse entsteht. Die Mousse sollte jetzt locker und homogen sein. Die Mousse stelle ich jetzt kurz in den Kühlschrank und bereite den Tortenboden vor. Den Biskuit schneide ich hier in 3 etwa gleich dicke Bögen. Damit die Torte schön gerade wird und die Mousse nicht am Rand herausläuft, lege ich schon mal einen Tortenring um den ersten Boden. Zum Bestreichen der Tortenböden nehme ich eine Aprikosenmarmelade mit einem hohen Fruchtanteil und etwas Zitronensaft. Die Marmelade koche ich kurz auf und streiche sie noch warm auf den Tortenboden. Nachdem die Marmelade etwas abgekühlt ist, gebe ich etwas mehr als ein Viertel der Mousse darauf. Die Mousse streiche ich glatt und lege den nächsten Boden darauf. Den zweiten und dritten Boden bestreiche ich ebenfalls mit Marmelade und Mousse. Mit der restlichen Mousse spritze ich nun unterschiedlich große Tupfen auf und verzehre die Torte noch mit etwas geraspelter Schokolade. Vor dem Verzehr sollte die Torte etwa 2 bis 3 Stunden im Kühlschrank durchziehen. Guten Appetit! So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Probiert dieses Rezept unbedingt mal aus und schreibt mir, wie es euch geschmeckt hat.
Ich freue mich auch sehr, wenn ihr mir Fotos über Facebook oder Instagram zuschickt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!